doch gewusst, dass du nicht gefahren bist. Was willst du noch hören? Ja, ich habe schon gedacht, dass du mich hier allein lässt. Kurz jedenfalls. Ich freue mich, dich zu sehen. Das heißt, wenn ich dich jetzt mal sehen dürfte. Na, das ist doch meine Begrüßung. Stella, ich habe mit jemand anderem gerechnet. Wäre ich nicht drauf gekommen. Mit jemandem, der mir hier beim Heli hilft. Zu zweit geht's doch bedeutend fixer. Das hat sich aber nicht nach Fixer angehört. Naja, wonach denn dann? Amüsanter oder aufregender, Das war eine miese Nummer, mir so lange die Augen zuzuhalten. aber aufschlussreich. Was willst du denn hier? Nur eine Unterschrift, bevor ich in die Pfalz abdüse. Was willst du in der Pfalz? Kriegst du überhaupt noch was mit? Zur Weinprobe. Charlie und Carla von Landstein. Von mir aus? Sag mal, hast du mal daran gedacht, wieder am richtigen Leben teilzunehmen? Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt. Was ist das? Meine Anmeldung, damit ich bald im Telefonbuch stehe. Du musst unterschreiben. Du hast mir eine neue Telefonanlage bestellt. Probier's doch mal hier. Ist wohl ganz schön hart für dich jetzt, alles allein an der Backe zu haben. Was soll ich machen? Katharina ist weg. Naja, gib mir wenigstens nicht mehr auf die Nerven. Ich hatte eigentlich gedacht, Carla schafft es noch, aber anscheinend muss sie doch länger arbeiten. Ein Abendessen ohne unsere Familienlesbe, wie sollen wir denn das verkraften? Was ist denn eine Familienlesbe? Das willst du nicht wirklich wissen, mein Schatz. Ein Baum? Ja, kluges Kerlchen, komm. Iss dein Fleisch, damit du groß und stark bist, ja? Danke. Warum ist dein Fleisch auch geschnitten? Weißt du, Tante Sarah ist an der Hand operiert worden und vermutlich haben die Ärzte einen Fehler gemacht und ihre Hand muss für immer gelähmt bleiben. Es reicht. Deine Mutter hat nur einen Scherz gemacht. Tante Sarah muss ihren Verband nicht mehr lange tragen. Bald spielt sie uns wieder was auf dem Klavier vor. Wann ist eigentlich der große Tag? Morgen früh. Dr. Berg kommt und wenn alles gut geht, dann bin ich dann verbandlos und kann wieder loslegen. Denk dran, übertreib's nicht. Schließlich war deine Hand. Wochenlang ruhig gestellt. Und wird deshalb noch eine Weile brauchen, bis sie wieder voll einsatzfähig ist. Reha-Übungen, Ergotherapie, Geduld. Ich bin beeindruckt. Wer ist hier eigentlich der Arzt? Was machst du denn, wenn deine Hand nicht mehr wird? Sagte ich nicht gerade, ich brauche Geduld. Wieso dauert es so lange, die Firmenkonten zu überprüfen? So viel Zeit haben wir nicht. Sie müssen sich beeilen. Und wenn Sie was rausgefunden haben, dann melden Sie sich bitte sofort bei mir. Ärger? Tanja plant irgendwas und ich komme nicht an sie ran. Ich glaube, ich kann nicht mitkommen. Aber Stella und ich, wir haben dich ganz fest eingeplant. Ich kann in der Situation aber schlecht weg. Carla, du hast gute Mitarbeiter. Die Firma wird doch wohl mal 2 Tage ohne dich auskommen. Außerdem, Weine auszusuchen ist keine Aufgabe, die man delegiert. Das kann schnell schiefgehen. Ich weiß nicht. Doch, du kommst mit. Es ist doch nur für eine Nacht. Ja, also gut. Das ist, was ich hören wollte. Ich muss aber vorher noch einiges erledigen. Ja, kein Problem. Wir holen dich auf Königsbrunn ab. Es wird sicher lustig. Stella freut sich schon. Ja, bis später. Begeistert klang sie nicht gerade? Das wird sich noch ändern, da bin ich mir ganz sicher. Ach, du meinst, wenn du ihre Begeisterung für Riesling geweckt hast? Ich meine, wenn ich ihre Begeisterung für Stella geweckt habe. Du willst die beiden verkuppeln? Die beiden passen wunderbar zusammen. Das merkt jeder, der sie zusammen sieht. Charlie, die beiden haben sich schon geküsst. Wahrscheinlich gibt es einen Grund, warum sie noch nicht zusammen sind. Sicher, Missverständnisse, Irritationen. Carla ist Stellas Chefin, das macht die Sache kompliziert. Ach, und deswegen willst du jetzt dazwischenfunken? Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig. Nur ein kleiner Schubs. Homöopathisch sozusagen. Mehr braucht's bei den beiden auch gar nicht. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Stella, wo bitte steckst du? Ruf mich mal zurück, es ist dringend. Ist was passiert? Na, noch nicht. Wird's aber, wenn Stella nicht bald anruft. Was denn?
Charlie hatte die großartige Idee, Stella und Carla zu verkuppeln. Oh, ja, gebt ihr lieber eine Chance. Ja, die Absicht an sich ist ja nicht schlecht. Aber Stella und Carla haben sich schon geküsst. Carla hat sich dabei in Stella verliebt. Und Stella hat im selben Augenblick gemerkt, dass Carla zwar nett, aber überhaupt nicht ihr Typ ist. Ja, das macht die Sache schwer bis, sagen wir mal, unmöglich. Ja, und richtig kompliziert wird's, weil sich jetzt plötzlich Stella in Charlie verguckt hat. Was? Ach, nee, ne? Mhm, glaubst du mir nicht, ne? Ja doch, das glaube ich dir, weil sowas denkt man sich doch nie aus. Ja, und jetzt stell dir bitte mal vor, was passieren kann, wenn jetzt plötzlich Charlie anfängt, Stella und Carla zu verkuppeln. Ah, da bist du ja endlich. Und, schon aufgeregt? Es hat ein bisschen länger gedauert, tut mir leid. Ja, können wir los? Natürlich. Das wird bestimmt sehr aufregend. Mir soll's nicht scheitern. Frau Mann, gut, dass Sie noch da sind. Was gibt's? Die arbeiten im Westflügel. Kompetenzgerangel zwischen den Handwerkern, die wollten schon aufeinander losgehen. Schon wieder. Ich fürchte, ihr werdet ohne mich fahren müssen. Das kommt ja gar nicht in Frage. Also ich meine, es wäre doch schade. Kann sich Justus denn nicht drum kümmern? Eigentlich gehört das nicht zu meinen Aufgaben. Das war nicht die Frage, sondern ob Sie mit ein paar Handwerkern fertig werden, oder nicht? Eigentlich könnte Justus sowas schon übernehmen, aber Ja, und vielleicht ein bisschen flotter als sonst. Dann können wir jetzt nämlich gleich los. Selbstverständlich. Na also. So. So, da wären wir. Ist ja wirklich wunderschön hier. Aber Sie sind sich sicher, dass das das einzige Zimmer ist, das Sie noch frei haben? Ja, das Einzige. Ich hatte doch ausdrücklich 3 Zimmer gebucht. Tja, ist wohl was schiefgelaufen. Naja, das ist ja kein Problem. Wir nehmen es trotzdem. zu dritt in einem Zimmer. Also ich würde vorschlagen, wir suchen uns ein anderes Hotel. Wieso denn? Mir macht es nichts. Mir auch nicht. Ach, übrigens, gibt's unten im Dorf nicht noch einen Gasthof? Ach, wisst ihr was? Ich bleib auch hier. Na also. Dann müssen wir uns nur noch einigen, wer wo schläft. Naja, ich nehme das Kleine und ihr teilt euch das Doppelbett. Das sieht aber nicht gemütlich aus. Ach was. So schlimm wird's schon nicht sein. Möchten Sie vielleicht dann auf... Jetzt seid nicht albern. Ihr beide schlaft im Doppelbett und ich schlafe auf dem hier. Ich kümmere mich dann mal ums Gepäck. Ja, das ist lieb. Sie ist eine tolle Frau, nicht wahr? Mhm. Und der Winzer? Stella, meine ich. Du musst mit ihr sehr glücklich sein. Als Verwalterin, meine ich. Ja. Schon? Dazu ist sie noch bildhübsch und intelligent. Ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dann wird es aber höchste Zeit. Wie gefällt sie dir denn so als Frau? Ach, darüber sollte man sich während der Arbeit keine Gedanken machen. Nein, natürlich nicht. Schmeckt gar nicht mal so gut, oder? Sag mal, spuckt man bei einer Probe den Wein nicht wieder aus? Schon, aber wäre doch schade drum. So, die Damen. Danke sehr. Da kommt Nachschub. Na dann. Wo ist denn eigentlich Carla? Ach, sie telefoniert schon wieder. Ich finde es aber auch so schön. Na, aber mit Carla wäre es noch lustiger. Meinst du, sie ist so mal so steif? Was? Nein. Du kennst sie nur noch nicht richtig. Sie hat einen wunderbaren Sinn für Humor. Den hat sie bisher ganz gut verborgen. Weil du noch nicht darauf geachtet hast. Du musst sie dir mal genauer ansehen.
dann wirst du merken, was Carla für eine tolle Frau ist. Mit allem, was dazugehört. Eleganz, Stil. Wie auch immer. Bis dahin, Prost. Komisch. Die Weine schmecken immer besser. Einen haben wir noch. Wir müssen Carla was übrig lassen. Jetzt lass doch mal Carla. Nein, die muss auch was trinken. Deshalb sind wir ja schließlich hier. Ich gehe sie jetzt holen. Was guckst du denn so komisch? Carla, da bist du ja endlich. Wir sind sehr gespannt, was du dazu sagst. 13,5%? Ohne Reinzuchthäfen. Unkompliziert und ohne Reue. Ganz nach meinem Geschmack. Mir ist er zu plump. Schade. Unser Favorit. Wir waren uns schnell einig. Ganz offensichtlich. Tja, wenn du zur Weinprobe gehst, denk an die Realität. Spuck ihn aus. Ich glaube, ich habe genug. Ja, soll ich mir vielleicht doch lieber ein anderes Zimmer suchen? Bitte, Gräfin. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Als 5. Rad am Wagen in einer drittklassigen Absteiger, als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich habe mir das ja auch anders vorgestellt. Bestimmt viel weniger aufregend. Ich habe es nicht darauf angelegt, es ist einfach passiert. Ja, schon klar. Es tut mir leid, wirklich. Wir reisen morgen ab und dann hat diese ganze Farce ein Ende. Gute Nacht. Gute Nacht. Müssen wir die Termine denn jetzt besprechen? Es ist schon fast Mitternacht. Nur 2 Anfragen, die sich überschneiden. Das Fest im Sportflughafen oder die Eröffnung des neuen Altenheimes? Das Altenheim. Natürlich, schließlich geht es dabei nicht um mein Vergnügen. Ich habe nichts anderes erwartet. Zumal es sich um ein Projekt der Lahnstein-Stiftung handelt, die Gräfin Francesca vor 25 Jahren ins Leben gerufen hat. Sind Sie ihr je begegnet? Ein paar Mal. Aber da war ich noch ein Kind. Wie war sie denn so? Warmherzig. Sehr mütterlich. Ich kann mich erinnern, dass ich dachte, die Kinder haben es sicher gut bei ihr. Bis zu ihrem tragischen Tod. Ein Autounfall, nicht wahr? Wissen Sie was? Sie erinnern mich ein bisschen an sie. Von der Art her und vom Aussehen. Wirklich? Ganz bestimmt sogar. Vor dir habe ich keine Angst.
Ich sehe zu viel fern. Jetzt mache ich uns erstmal einen ordentlichen Kaffee. Die in der Pfalz mögen zwar was von Wein verstehen, aber diese braune Brühe hätte alles nur noch verschlimmert. Schon 2 Tabletten und immer noch keine Rückmeldung von meinem Kopf. Sowas nennt man Kater, Charlie. Ach, dabei bin ich doch früh ins Bett gegangen. Wie lange habt ihr eigentlich noch weitergemacht? Also eigentlich sind wir mehr oder weniger zusammen. Also gleichzeitig ins Bett. Und wieso kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Du warst ziemlich gut drauf. Ach, das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist die Spätlese vom Bischofsgarten. Alles andere danach nicht mehr? Doch, da war noch was. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Beerenauslese.